Hallo, heute lade ich dich mit diesem Bild zum Experimentieren ein. Du arbeitest in verschiedenen Farbschichten mit bunten Farben, fängst mit der ersten Farbschicht an und diese erste Farbschicht ist gleichzeitig eine Übung für das Bild, was du da gerade stehen siehst, das große. Stelle ich dir nächstes Mal vor. Ja, und dann komm einfach mal mit an meinem Arbeitsplatz. Erstmal nur zwei Farben, ein Violett und ein Schwarz, und die mische ich hier gerade auf dieser Palette und trage die auf. Und wenn ich jetzt die Farbe auftrage, dann ist es sehr stumpf, also die Farbe verteilt sich schlecht. Sprühe einfach ein bisschen Wasser auf die Fläche und dann lässt sich das wunderbar wieder verteilen. Wenn du nämlich auch so doll aufdrücken musst, weil sich die Farbe so schwer verteilen lässt, dann bleibst du immer an dem Kreuz von dem Keilrahmen hängen mit dem Werkzeug. Die Leinwand drückt sich durch und dann betonst du damit das Kreuz der Leinwand. Du nimmst diesen Farbauftrag jetzt, um dich einfach damit auszuprobieren, wie die Farbe sich verteilen lässt. Du wirst die Farbe richtig dünn, ist sie transparent und hell, und ist sie deckend, ist sie auch dunkler. Schau dir zwischendurch immer mal deine Arbeit an und lass dich davon inspirieren. Nimm ein bisschen Abstand, dreh die Leinwand, trag wieder die Farbe auf und guck einfach, was passiert. Ich lasse das hier ein bisschen schneller laufen. Du siehst aber, dass ich auch ganz schön damit zu tun habe, die Farbe aufzutragen. Ich lasse auch ein paar Stellen ganz hell, ganz weiß, und du kannst hier nichts verkehrt machen. Du kannst die Farbe auftragen und wirklich das zum Kennenlernen nehmen. Ich ziehe erstmal vorsichtig den pinken Farbton auf die weißen Flächen, denn da kann ich keine Farbe wieder abnehmen. Damit meine ich, dadurch, dass die Farbe ja mit Wasser verdünnt ist, haftet die nicht so gut auf der Leinwand. Und beim Pink riskiere ich eben jetzt bei dem Farbauftrag, dass ich die andere Farbe wieder runternehme. Das heißt, du kannst eben die Farbe auftragen und selbst wenn sie wieder abgeht oder so, wenn man hier noch das Kreuz von dem Keilrahmen sieht, ist das alles überhaupt kein Problem, weil da kommt sowieso wieder Farbe drauf. Jetzt trage ich noch einen anderen Farbton auf. Ich möchte nicht, dass sich die Farben miteinander vermischen. Der untere Farbton ist zwar trocken, aber trotzdem haftet er nicht so gut. Deshalb nehme ich einen Spachtel zum Auftragen der Farbe. Du kannst einen Spachtel nehmen oder so wie ich jetzt hier dieses Küchenwerkzeug, diesen Teigschaber, so heißt er, glaube ich. Und ja, an dieser Stelle einen lieben Gruß an meinen Bruder. Ich glaube, ich nehme deshalb so oft so gerne Küchenwerkzeuge, weil mein Bruder ist der weltbeste Tortenbäcker von der Welt. Und ich habe schon als Kind in der Küche da gesessen und zugeschaut, wie er Torten gebacken hat und die Creme so glatt gezogen hat. Deshalb, du siehst bei mir viele Videos, wo ich gerne einen Tortenheber nehme oder auch jetzt so wie hier diesen Teigschaber verwende.
Ich habe hier einen hellen Olivton, mische den auch mal mit Weiß und trage den deckend auf. Und das Werkzeug kannst du nachher nochmal benutzen und deswegen kannst du das hier auch gut kennenlernen. Also einfach damit auftragen, Farbe wieder ein bisschen wegziehen, auftragen und dann trocknen lassen. Ja, das hast du jetzt in der ersten Farbschicht schon kennengelernt. Du trägst nämlich die Farbe auf. Hier die gleiche Problematik. Die Farbe ist sehr trocken und lässt sich schwer verteilen. Aber mit Wasserzugabe machst du sie eben wieder ein bisschen geschmeidiger und dann verläuft sie besser. Tolle Momente, wenn die Farbe so über die andere Farbe rüberläuft. Das kannst du gut machen, lass die Farbe aber wirklich vorher. Der Untergrund muss ganz trocken sein. Dann kannst du, so wie du es hier jetzt siehst, auch die Farbe wieder wegnehmen, ohne dass du die Farbe vom Untergrund löst. Also jetzt wieder das Werkzeug von vorhin nehmen, diesen Teigschaber, und probier dich aus. Zieh Muster raus, zieh Flächen raus. Du kannst sie dann auch wieder abdecken. Ja, wieder ausprobieren. Ja, die Fläche trocknet gerade und ich zeige dir hier mal so eine Detailaufnahme. So siehst du schon mal, wie die Struktur aussieht, die entstanden ist. Eine Farbschicht gebe ich noch drauf und zwar ein Grün wieder und ja, gebe da auch wieder Weiß dazu, dass er heller ist und trage ihn genauso auf wie die anderen Farbschichten. Mit dem Farbton kannst du auch einen Akzent setzen, so wie ich da oben rechts diese Farbe auch stehen lasse, kannst du da einfach die Farbe auftragen, draufziehen und stehen lassen. Ja. Wenn es dir nicht gefällt, nimmst du es halt wieder weg, weil die Farbe im Untergrund ist trocken und dann kannst du sie auch wieder abziehen. Jetzt noch ein paar Highlights setzen. Ich lasse auch die Struktur von dieser schönen Handwaschbürste stehen, verwische das noch ein bisschen und dann wollte ich eigentlich fertig sein. Ja, noch ein toller Farbakzent mit dem Neon Pink nochmal oben drauf gesetzt. Und auch jetzt wollte ich wieder fertig sein. Aber so ganz war ich immer noch nicht fertig. Man sieht leider immer auf dem Video nicht diese ganzen vielen Farbtöne, die wirklich in dem Bild sind. Aber so ein paar leichte Höhen konnten noch drauf und da habe ich jetzt einfach Ölkreide genommen, denn die haftet ja gut auf Acryl und die Ölkreide kannst du einfach nehmen und zum Schluss noch drauf setzen. Und ich habe jetzt hier Silber genommen. So lasse ich es jetzt und mit diesem Bild hast du eine ganz gute Übung auch für das nächste Bild, was ich dir zeigen werde. Also abonniere den Kanal und like bitte auch das Video. Vielen Dank. Ja, da habe ich jetzt gerade gearbeitet und nicht an dem Platz, sondern an dem anderen Platz.
Genau an dem. Du siehst noch meine Werkzeuge, du siehst die Verpackung von der Leinwand, nehme ich oft einfach, um dann nochmal darauf die Farben zu mischen. Und ich hatte einen leeren Eimer Farbe und den Deckel habe ich einfach als Palette genutzt. Ich hatte sehr viel Spaß beim Malen und ich hoffe, du nimmst jetzt einfach deine Leinwand und fängst auch einfach an. Wie du gesehen hast, du kannst nichts verkehrt machen. Nimm einfach deine Werkzeuge, die du da gerade liegen hast, nimm die Leinwand, egal ob groß oder klein, und fang einfach an. Danke für dein Interesse. Danke auch für deinen Kommentar. Vielen, vielen Dank. Tschüss.